Leute, die Suche geht weiter. Ich begrüße euch zu Folge Nummer 7. Bei gefühlten 45 Grad im Schatten sind wir auf dem Weg in Richtung Lattdorf und schauen uns heute den Pfingstberg und die Steinerne Hütte an. Und zwischendrin gibt es noch ein paar Grabhügel zu sehen. Also freut euch auf Steine und Sonne. Direkt an der Straße, die von Zabitz nach Klein-Paschleben führt, sehen wir den ersten Grabhügel. Und zwar dort hinten, der sogenannte Wartenberg. Jungsteinzeitlich, denke ich. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, was wir Flachländler alles so als Berg bezeichnen. Von hier aus sieht man mal, dort ist der Fuchsberg. Hier kann man ein bisschen sehen sozusagen, dass es ein bisschen erhöht ist noch, neben dem Fuchsberg, wo die eigentliche höchste Stelle ist. Dann haben wir an der Stelle das Spitze hoch, ist ein Grabhügel, schauen wir uns später noch an. Und da drüben ist die Steinerne Hütte. So, liebe Freunde, sieht ein Grabhügel aus. Der Pfingstberg. Wunderschön. Mit einer Eiche mittendrin. Und ansonsten natürlich wieder, wie soll das anders sein, Robinien. Ganz in der Nähe von Lattdorf befindet sich der Pfingstberg. Diese Anhöhe ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein steinzeitlicher Grabhügel. Auf dem höchsten Punkt des Pfingstberges steht noch ein etwa 2 Meter hoher Menhir, der aus Sandstein besteht und schon recht stark verwittert ist. Dieser Hügel wurde bisher nicht untersucht. Ob der Menhir in irgendeinem Bezug zu eventuellen Gräbern unter der Erde steht, kann nicht beantwortet werden. Der Stein steht mehr oder weniger dort, wo er schon seit langer Zeit steht. Er wurde lediglich 1970 etwas tiefer in den Boden gesetzt, da er umzufallen drohte. Warum wurde der Hügel bisher nicht untersucht, wenn man hier doch Gräber vermutet? Ein Mann vom Fach sagte mir mal, dass man manche dieser Orte so belässt für eine zukünftige Generation von Archäologen, denen möglicherweise bessere Untersuchungsmethoden zur Verfügung stehen. Klingt vernünftig. Endlich da. Schaut sich einer diesen wundervollen Stein an. Ist natürlich nicht so groß wie der in Halle. Aber es ist trotzdem ein schönes Schätzchen. Sandstein. Der Hügel wurde schätzungsweise vor 6000 Jahren geschaffen und der Menhir darauf gestellt. Ob das zeitgleich geschah, kann niemand mit Sicherheit sagen. Der uralte Stein unter dieser knorrigen Eiche ist aber definitiv ein Besuch wert. Auf einem Foto aus den 1960er oder 70er Jahren standen hier nur der Stein und die Eiche. Es muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein, der sich zu dieser Zeit hier geboten hat. Während hier der Zeitraffer läuft und ich hoffe, dass meine Kamera nachher noch genauso steht, wie sie jetzt steht, machen wir uns jetzt auf den Weg zur Steinernen Hütte. Und unterwegs kommen wir noch am Pulsberg vorbei. Ist auch ein Grabhügel. Gucken wir uns auch noch kurz an. Bis gleich. Freunde, der Pulsberg. Auch das ein jungsteinzeitlicher Grabhügel. Und dort
ist der Pfingstberg, wo meine Kamera steht und auf mich wartet. Die ältesten Funde am Pulsberg reichen ebenfalls bis in die mittlere Jungsteinzeit vor etwa 6000 Jahren zurück. Sie werden der Balberger Kultur zugeschrieben. Der Hügel wurde 1904 unter der Leitung von Paul Höfer archäologisch untersucht und dabei ein zentrales Steinplattengrab und mehrere Sekundärbestattungen aus späteren Zeiten gefunden. Hier gibt es jetzt nicht allzu viel zu entdecken, außer einen bewachsenen Hügel. Aber interessant ist, was hier unten drunter liegt. Das wurde nämlich schon mal ausgegraben. Blende ich euch mal ein Bild ein. Das ist der Wahnsinn, was hier alles drunter liegt. Die zentrale Steinstruktur ist exakt nach Westen ausgerichtet. Der Hügel wurde wieder aufgeschüttet und ist heute dicht bewachsen. Die Funde werden im Museum Schloss Bernburg ausgestellt. Hallo Pulsberg. Na, ihr wollt doch noch nicht bei jemand buddeln? Okay, soweit erstmal zum Pulsberg. Ich glaube, ich muss ja irgendwann noch mal herfahren und einen kleinen Nachtzeitraffer machen. Diese verkrüppelten Bäume da im Hintergrund. Weiter geht's zur steinernen Hütte. Von hier aus sieht man es noch mal ganz gut. Dort, das ist das Spitze hoch. Grabhügel. Wurde schon mal durchgraben, jungsteinzeitlich. Dort ist die steinerne Hütte und ein Stückchen vor der steinernen Hütte ist nochmal so ein Hügel. Das wird wahrscheinlich auch irgendwas sein. Und dort drüben, das ist der Fuchsberg von hier aus gesehen. Alles voll von Hügeln hier. Ich glaube, fast jeder kleinere Hügel, der sich hier irgendwo im Flachland erhebt, ist ein Grabhügel. Das ist irgendwie Wahnsinn. Hallo. Gott, ist das warm. So, das Spitze hoch. Dieser Grabhügel, ebenfalls von der Balberger Kultur vor etwa 6000 Jahren errichtet, ist 6 Meter hoch und 31 Meter breit. Ausgegraben wurde er bereits 1880. Hierbei wurde eine verzierte Tontrommel und verkohlte Gewebereste gefunden, die zu den ältesten Funden in Mitteldeutschland zählen. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass den damaligen Menschen bereits Rhythmus wichtig war. Vielleicht zur Unterhaltung oder um Trancezustände zu erreichen oder beides. Auch hier wurden zu späteren Zeiten Nachbestattungen durchgeführt. Weiter geht's zur vorerst letzten Etappe, zur steinernen Hütte. Ich muss natürlich nochmal zurück zu Pfingstberg, um meine Kamera zu holen. Wir sind da, die steinerne Hütte. Das letzte der großen drei, wie ich sie nenne. Dazu gehört der Heringsberg in Grimschleben, der Bierberg bei Gerbitz und die steinerne Hütte hier bei Lattdorf. Die sind alle in einem ähnlichen Zustand und auf eine ähnliche Art und Weise gebaut. Wunderschön. Die steinerne Hütte wird der Walter Nienburger Bernburger Kultur vor etwa 6000 Jahren zugeschrieben. Wie bei allen derartigen Anlagen war wohl auch diese von einem Hügel bedeckt. Heute sind noch 10 Tragsteine und 5 Decksteine vorhanden.
Außerdem soll man Reste eines Bodenpflasters gefunden haben. Auch hier werde ich mal ein Gesamtgewicht überschlagen. Die sichtbare Steinmasse beträgt hier etwa 31 Tonnen. Hier nochmal die Zusammenfassung der großen drei. Heringsberg-Grimschleben ca. 43 Tonnen, Bierberg-Gerbitz 37 Tonnen, Steinerne Hütte Laddorf 31 Tonnen. Okay. Gewitter. Ich habe aber meine Kamera da hinten stehen. Nicht so gut. Ja, wir schauen mal. Traumhaft. Ich war neulich nachts schon mal hier. Habe einen Zeitraffer gemacht. Zeige ich euch jetzt. Diese Ruhe. Phänomenal. Das kriegt man halt nur, wenn man nachts fährt, ne? 2 Stunden später. Es geht jetzt wieder nach Hause. Und für euch geht es jetzt weiter bei Tageslicht. Was die Entfernungen zwischen diesen Anlagen angeht. Die Strecke Heringsberg-Bierberg beträgt 1,8 Kilometer. Vom Bierberg zur Steinernen Hütte sind es 2,8 Kilometer. Von hier aus zurück zum Heringsberg sind es 3,8 Kilometer. Witziger Zufall. In unmittelbarer Nähe zur Steinernen Hütte ist recht deutlich ein weiterer Hügel erkennbar. Insofern das nicht der Abraum von dem Hügel ist, der sich mal über der Steinernen Hütte befand, könnte man sich auch hier vorstellen, dass es sich um einen Grabhügel handelt. Der Erdhügel über der Steinernen Hütte könnte möglicherweise bereits während des Dreißigjährigen Krieges von den Schweden abgetragen worden sein. Die freiliegende Steinkammer wurde wohl 1918 unsachgemäß durchgraben und alle Funde sind verschollen. In der Folge vom Bierberg habe ich erwähnt, dass es hier angeblich noch 3 weitere Hügel gab, die aber zerstört wurden. Namentlich sind das der Gorrenberg, der Leer- oder Legerberg und der Trappenberg. Diese sollen sich dort befunden haben, wo sich heute die Kalkteiche erstrecken. Das sind zumindest die Informationen, die ich in allen mir vorliegenden Publikationen gefunden habe. Auf dieser alten Karte aus dem Jahre 1644 kann man die Schwedenfestung sehen, die hier stand. Damals wurden wohl alle diese Hügel in den Randbereich der Festung einbezogen. Alle hier erwähnten Orte habe ich bereits vorgestellt, außer die 3 zerstörten Hügel.
Mir wurde der Hinweis gegeben, dass ich im Geoportal von Sachsen-Anhalt eine Kartenansicht wählen kann, die Höhenprofile anzeigt. Auf dieser Karte tauchen auch Flurnamen auf, die auf normalen Karten nicht zu finden sind. Und hier habe ich folgende Entdeckung gemacht. Diese 3 Hügel sind an den Rändern der Kalkteiche immer noch vorhanden. Es gibt sogar noch einen 4., den Galgenberg. Warum in älteren Publikationen immer davon ausgegangen wird, dass diese Hügel komplett zerstört wurden, wenn diese doch auf öffentlichen Karten auftauchen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Eine Ausrichtung zu den Sonnenwänden konnte ich nicht feststellen. Auch hier nochmal der Aufruf, nichts als Fußspuren zu hinterlassen. Denn leider ist das nicht für jeden selbstverständlich. Ich habe euch jetzt alle derartigen mir bekannten Orte zwischen Köthen und Bernburg vorgestellt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Ort euch am besten gefallen oder am meisten fasziniert hat. Oder wenn ihr selber spannende Orte kennt, die ich mal besuchen soll, immer ran damit. Ich hole jetzt noch meine Kamera vom Pfingstberg. Hoffe, dass da alles noch so steht, dass das Gewitter vorbeigezogen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Macht's gut.